Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der European Parliamentary Financial Services Forum Interviews. Ich freue mich sehr, hier heute mit Ralf Seekatz sprechen zu dürfen, dem stellvertretenden Vorsitzenden CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Guten Nachmittag, Herr Seekatz. Vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, dieses Interview zu geben. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wie sehen Sie Ihre Rolle, wenn es darum geht, politische Entscheidungsträger und Vertreter der Finanzwirtschaft zusammenzubringen? Ja, der direkte und unkomplizierte Dialog mit der Finanzwirtschaft ist natürlich extrem wichtig, wenn man Gesetzgebung für den Finanzsektor macht. Leider ist es in den letzten Jahren zu sehr zur Normalität geworden, dass in der EU Gesetze gemacht werden, ohne der Wirtschaft überhaupt richtig zuzuhören. Wir können uns in der aktuellen Situation, denke ich, keine Experimente mehr erlauben. Deshalb ist die Einbeziehung der betroffenen Sektoren und der sogenannten Folgeabschätzung, wie wir immer sagen, so wichtig. Oft wurde mir von Vertretern aus der Wirtschaft berichtet, dass andere Fraktionen, aber auch die Kommission ihnen nicht zuhören. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber ich denke, man muss doch zumindest offen für einen Dialog sein. Jetzt hat hoffentlich endlich ein Umdenken stattgefunden. Umso wichtiger, denke ich, sind Plattformen wie auch diese hier, wo Politik und Finanzwirtschaft auch in direkten Austausch treten können. Auf jeden Fall, da rennen Sie offene Türen ein. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die bedeutendsten Herausforderungen für die europäische Wirtschaft im aktuellen geopolitischen Kontext, wenn wir an Trump 2.0 denken? Und wie kann der europäische Finanzdienstleistungssektor bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen? Ja, ich denke, die EU steht derzeit an einem Wendepunkt in ihrer Geschichte. Unsere Handlungen in den nächsten Jahren werden über die wirtschaftliche Zukunft der kommenden Jahrzehnte, auch über die Wahrung unseres Wohlstandes entscheiden. Wir müssen die richtigen Schlüsse aus den Berichten von Letta und Draghi ziehen. Wir brauchen eine komplette Neuausrichtung, wenn wir ernsthaft mit den USA oder auch China konkurrieren wollen. Jede Krise bietet aber natürlich auch eine Chance. Wir sind jetzt gezwungen, unabhängiger von den USA zu werden. Die Entwicklungen unter Trump haben gezeigt, dass wir uns letztendlich nur auf uns selbst verlassen können. Wir sind in Europa dadurch nochmals näher zusammengerückt. Jetzt müssen wir aber auch unsere eigenen Hausaufgaben machen, wenn wir weiterhin wettbewerbsfähig sein wollen. Dazu müssen wir in den nächsten Jahren wirklich massiv Bürokratie abbauen, den europäischen Binnenmarkt stärken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Die strukturellen Probleme der EU können wir aber nicht mit milliardenschweren Gemeinschaftsschulden bekämpfen. Auch unsere Finanzwirtschaft muss international wettbewerbsfähig bleiben. Als zuständiger Berichterstatter meiner Fraktion für die Basel-Standards ist es mir daher auch wichtig, dass europäischen Banken bei den Kapitalmarktanforderungen keine Wettbewerbsnachteile auf internationaler Ebene entstehen. Deshalb habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass die Vorschläge der Kommission für gezielte Anpassungen des Basel-Rahmenwerks im Parlament angenommen werden. Im Herbst letzten Jahres haben wir den delegierten Rechtsakt für die Marktrisikovorschriften aufgenommen. Und jetzt befassen wir uns mit dem Quick-Fix für die strukturelle Liquiditätsquote, um die Liquiditätsanforderungen für bestimmte Finanztransaktionen im Rahmen des EU-Bankenaufsichtsrahmens dauerhaft beizubehalten. Dem Finanzdienstleistungssektor, denke ich, kommt bei der Umsetzung unserer Ziele eine entscheidende Rolle zu, da wir den erheblichen Investitionsbedarf nicht mit Mitteln aus der Staatskasse decken können. Das bedeutet aber auch, dass wir den Finanzsektor bei unseren Plänen mitnehmen müssen. Ansonsten funktioniert das nicht. In der vergangenen Woche wurde ja auch im Plenum der Jahresbericht zur Bankenunion 2024 angenommen, für den Sie als Berichterstatter federführend zuständig waren. Was sind für Sie die entscheidenden Erkenntnisse aus diesem Bericht? Ja, während sich in den letzten beiden Jahresberichten haben wir uns sehr stark auf den Krieg in der Ukraine und die anhaltende Aggression Russlands konzentriert. Wir haben uns jetzt mehr auf die eigentlichen Kernelemente der Bankenunion und die aktuellen Prioritäten der EU in dieser Legislaturperiode fokussiert. Der Fokus lag dabei ganz klar auf der Wettbewerbsfähigkeit. Ein weiterer wichtiger Punkt des Berichtes ist die ausreichende Berücksichtigung unserer nationalen Bankenstrukturen mit ihren vielen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Unsere nationale Institutssicherungssysteme sollten schließlich durch die europäische Gesetzgebung ergänzt, gestärkt, aber auf keinen Fall ersetzt werden. Im Kontext der Savings- und Investment Union wird auch viel über eine verstärkte Teilnahme von Kleinanlegern am Kapitalmarkt, Risikokapital, Pensionsfonds und so weiter gesprochen. Wie sehen Sie die Rolle der Banken mit Blick auf die Finanzierung
der europäischen Wirtschaft? Und was erwarten Sie in diesem Zusammenhang vom bevorstehenden Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung des Verbriefungsrahmenwerks? Ja, ich denke, wir müssen dringend mehr Kapital erschließen, damit wir unseren hohen Investitionsbedarf decken können. Mit der Kleinanlegerstrategie arbeiten wir bereits an einem guten Instrument, um das Vertrauen der Anleger in die Kapitalmärkte zu stärken und damit auch mehr Anleger an die Kapitalmärkte zu holen. Bei uns in Europa stammen 80% der Unternehmenskredite von Banken und nur 20% von den Kapitalmärkten, während in den Vereinigten Staaten 30% der Finanzmittel von Unternehmen kommen, während 70% über die Kapitalmärkte finanziert werden. Zum Beispiel durch die Ausgabe von Unternehmensanleihen oder Aktien. Unsere gesamte Wirtschaft in der EU ist viel abhängiger von Banken. Das ist ein riesiger Unterschied. Natürlich müssen wir die Finanzierung über die Kapitalmärkte erschließen. Es gibt natürlich auch kulturelle Unterschiede und die Märkte sind auch sehr unterschiedlich. Deshalb denke ich, ist es umso wichtiger, dass unsere Banken wettbewerbsfähig bleiben. Derzeit haben EU-Banken damit zu kämpfen, dass ihre Rentabilität geringer als die der US-amerikanischen Banken ist, was auf zu viele aufsichtsbehördliche Hürden und eine unvollständige Bankenunion zurückzuführen ist. Deshalb ist es äußerst wichtig, die Rentabilität der EU-Banken zu verbessern, denn Banken können dadurch Unternehmen und auch privaten Haushalten einen besseren und einfacheren Zugang zu erschwinglichen Krediten geben. Ein viel erwarteter Vorschlag in der SEU ist die Überarbeitung des Verbriefungsrahmenwerks. Verbriefungen können einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen der anstehenden digitalen und ökologischen Transformation leisten. Sie sind ein wirksames Mittel, um die Kreditvergabe an Unternehmen zu stärken und ihnen somit geringere Refinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Verbriefungen sind aber kein Allheilmittel. Schließlich ist die Stärkung des Verbriefungsrahmenwerks nur ein Puzzle in der SEU. Ich hoffe, dass die Kommission einen ambitionierten Vorschlag vorlegt, der dann den Verbriefungsmarkt auch endlich wiederbeleben kann. Und welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Retail-Investment-Strategie im Rahmen der SEU? Wie können die derzeitigen Texte, die für Unternehmen eine durchaus nicht unerhebliche zusätzliche Belastung verursachen können, so angepasst werden, dass die SEU vorangetrieben wird? Ja, die Kleinanlegerstrategie kann ein zentraler Baustein in der SEU sein. Parlament und Rat haben sich auch darüber geeinigt, dass wir die Kleinanlegerstrategie noch weiter vereinfachen wollen, um auch unnötige bürokratische Hürden und Aufwand zu verhindern. Der Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung ist schon mal ein guter Anfang. Wir sollten aber etwas ambitionierter sein. Das darf aber natürlich nicht dazu führen, dass der Verbraucherschutz dann auf der Strecke bleibt. Ich bin optimistisch, dass wir am Ende der Verhandlungen einen Text hinbekommen, der die gesetzlichen Ziele erreichen kann, aber mit dem sich dann auch hoffentlich die Finanzbranche anfreunden kann. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Danke.